Der Moselsteig ist ein eindrucksvoller, aber auch anstrengender Wandertrail. Aber es hat sich gelohnt. Und du willst ihn erwandern? Dann bleib dran. Hi Gute, hier ist der Taunus Uhu mit einem neuen Video. Mit dem Director's Cut vom Moselsteig Teil 1, Etappen 1 bis 12. Wir sind Ü60 und haben die 24 Etappen des Steigs von 2020 bis 2024 in 9 Abschnitten erwandert. Also 3 Etappen je Anreise. Grund genug für uns, zurückzublicken und die einzelnen Etappen nochmal sprachlich neu zu kommentieren. Also viel Freude bei den Bildern und unseren neuen Kommentaren, die nur in dieser Version des Films angeboten werden. Vortag mit der Bahn aus Frankfurt am Main nach Perl gefahren, dort toll übernachtet in einem guten Hotel. Ja, und dann ging es schon los, früh morgens am Dreiländereck Deutschland, Frankreich, Luxemburg mit der ersten Etappe des Moselsteigs. Bei herrlichem Wetter können wir noch einmal die Mosel sehen. Ja, und dann verschwindet die Mosel für lange Zeit. Wenn das so weitergeht, dann kannst du natürlich die Strecke machen. Die ersten 4 Etappen des Moselsteigs sind wir mit vollem Gepäck gelaufen. Ja, und wie das so ist, haben wir hier gleich wieder ein paar giftige Stufen mit einem ganz kurzen steilen Anstieg. Willkommen zur ersten Etappe unserer Moseltour von Perl nach Palzem. Es ging pfiffig los auf den Dreiländerblick und dann auf die Hammersbacher Hütte und ja, Großteil der Strecke durch Wald und Flur mit immer wieder schönen Ausblicken, so wie hier jetzt ins Moseltal. Und ja, wir haben noch einige Kilometer vor uns. Viel Spaß! Ja, die ersten 4 Moselsteig-Etappen, das waren auch meine ersten YouTube-Filme. Und da habe ich noch jede Menge Zeug noch mitgeschleppt, noch gefilmt mit der Spiegelreflex und ja. Wenn man die Mosel auch nicht sieht, dann hat man doch so tolle Brücken hier gehabt, die dann nicht im Beton erstrahlen, sondern schön rot angestrichen waren. Ja, durch Felder, Landschaften, Ackerflächen, Tiernutzungsflächen, und ab und zu dann mal eine Ortschaft angesteuert. Ja, das alles ist wunderbar auf diesem Moselsteig, nur sieht man halt die Mosel nicht. Das hat schon was, diese Dörfer mit dem Charme. Und die Kirschen waren auch schon reif. Das ist das Dorf Wochern. Das haben wir so vor ungefähr einer halben Stunde durchquert auf unserem Weg nach Tettingen zum Etappenziel Palzem. Nach ungefähr der Hälfte der Strecke stoßen wir nun auf das Dörfchen Tettingen mit seiner markanten Kirche.
Ja, und wir waren froh, dass wir diese 4 Etappen auch hinorganisiert hatten. Es war ja zu dieser Zeit Corona im ersten Jahr und das war auch nicht so einfach mit den Hotels, aber es hat ja geklappt. Das ist der Blick auf Kreuzweiler. Das ist die vorletzte Station, bevor wir in Palzim ankommen. Von da aus sind es noch circa 4 Kilometer. Es war bis jetzt ganz ordentlich zu laufen und auch landschaftlich total cool. Also genau das, was wir uns erwartet hatten. Ja, jetzt zum Schluss treiben sie uns noch mal ganz gut durch den Wald hier. Ein Abzweig nach dem anderen. Wald, Wald, Wald. Ist zwar schön, man kann aber nicht sonderlich viel sehen. So ohne Zielpunkt in den Augen sieht man das dann halt einfach noch runtergeschrubbt, diese Kilometer. Der Rucksack war schon gut schwer zu der Zeit. Also ich denke mal, wir hatten da schon unsere 12 bis 15 Kilo. Ja, schön, der Guckel da hinten, der weiße mit dem roten Kamm. Siehst du den, der da liegt? Wir haben jetzt 20 Kilometer auf Etappe 1 geschafft. Das ist kurz vorm Ziel, noch 4 Kilometer bis Palzim. Ja, die Eindrücke waren gemischt. Wir haben ganz tolle Sichten gehabt. Wir haben aber auch elendlange Waldabschnitte gehabt. Und ja, jetzt haben wir hier gerade ein kleines Päuschen gemacht an einem ausgetrockneten Bachbett. Und ja, jetzt geht es im Wald weiter und dann kommen wir kurz ans Ziel. Ich melde mich dann nochmal. Tschüss. Ja, jetzt sind wir in Palzim angekommen. Dort hatten wir das Hotel Moselterrasse. Ja, bei dieser kleinen Kapelle endet die erste Etappe des Moselsteigs. Und hier geht es dann morgen früh weiter zur zweiten Etappe nach Nittel. So, wir sind angekommen. Ja, im Hotel Moselterrasse gibt es hier tolles Radler und Aperölchen. Prost, Leute! Stößchen. Bei bestem Wetter ging es dann am nächsten Tag los auf Etappe 2. Ein wunderschöner Ausblick heute Morgen. Gerade den Berg hochgekommen und dann gleich den tollen Blick auf den Helfanter Dom. Ein Wahrzeichen hier im Hinterland der Mosel.
Wir laufen jetzt schon ungefähr 20 Minuten durch so eine Landschaft hier. Reben, Reben, Reben. Und das, was daraus dann sich ergibt, ist ja so lecker. Nach gut der Hälfte der zweiten Etappe bei Wincheringen hat man erstmalig diesen tollen Blick auf die Mosel. Die St. Martinskapelle bei Rehlingen inklusive einem kleinen Friedhof. Blick von der St. Martinskapelle in Rehlingen Richtung Süden. Der Blick auf Nittel, unserem heutigen Etappenziel. Die Etappe geht nun langsam zu Ende. In Nittel hatten wir uns das Hotel Mühlengarten, allerdings ohne Frühstück, reserviert. Die Etappe von Palzem nach Nittel, also die zweite, ist geschafft. Es waren knapp 17,5 Kilometer. Ja, und wie immer am Ziel gibt es ein Prösterchen, ein lecker Bitburger. Und ein Aperölchen. Auf euch, ihr Lieben. Prost! Erstmal ein Frühstück beim Bäcker und dann ging es los mit Etappe 3. Leider etwas regnerisch heute. Blick zurück nach Nittel. Blick zurück auf die Nitteler Felsen. Wir haben in der ersten Stunde jetzt auch unsere 4 Kilometer gemacht, aber bemerkenswert auch schon 200 Höhenmeter Aufstieg hier durch die Nitteler Felsen, was für diese Ecke hier schon beachtenswert ist. Der Weg führt wieder weg von der Mosel. Mit viel Wind geht's dann durch Felder, Wiesen und Wald. Bergauf, bergauf, bergauf. So laufen wir jetzt eigentlich schon eine ganze Weile durch den Wald. Jetzt haben sie uns gerade eben noch mal richtig hochgejagt, damit noch mal auch die entsprechenden Höhenmeter gelaufen werden. Kurz vor Konz die Löschemer Wallfahrtskapelle.
ist ein Blick. Da hat sich ja die Quälerei gelohnt, hier hoch. Wunderschön. Und das Wetter ist auch besser geworden, wie ihr seht. Die dritte Etappe von Nittel nach Konz ist fast zu Ende. Es sind doch wieder über 20 Kilometer auf der Uhr. Ja, Highlights war am Anfang und ein, zwei Ausblicke während der Tour. Ansonsten relativ viel Wald, viel Feld und relativ ereignislos. Etappe 3 ist geschafft und wie immer, nach anstrengenden Kilometern gibt es anschließend den Siegertrink. Heute ein Glas Elbling. Und ich habe einen Seitensprung. Auf Prost. uns heute mal. Moin, moin. Heute ist die vierte Etappe nach Trier, auch knapp 20 Kilometer. Wir hoffen, das Wetter macht mit und es bleibt regenfrei zumindest. Es ist sehr kühl heute Morgen. Ja, schaut mal, was so passiert am Tag. Diese Etappe nach Trier führt von der Mosel weg in einen Wald und dort wird man dann auch noch an die Autobahn geführt. Also eigentlich nicht so prickelnd. Etappe 4 bis jetzt sehr, sehr enttäuschend von der Wegführung und von allem, also mit das Schlechteste. Aber als Fernstreckengeher muss man halt auch solche Etappen in Kauf nehmen. Heute bläst den ganzen Tag ein eisiger Wind und jetzt haben wir hier noch eine schöne Picknickstelle im Wald. Erstmal verspannen. Hatsch, Hatsch, Hatsch. Auch die letzten 3 Kilometer Wald, Wald, Wald. Nach einer enttäuschenden vierten Etappe sind wir wieder zu Hause. Ja, aber wir trinken wie immer zum Schluss der Etappe auf uns und auf euch und dass ihr unsere Bilder geguckt habt. Ein Riesling von Schloss Johannisberg. Und ein Spätburgunder Weißherbst aus Baden. Und wir hoffen, euch hat es Spaß gemacht, die Bilder anzugucken und die Videos. Prost. Auf uns! Aufgrund der Corona-Pandemie konnten wir erst im Juni 2021, also nach fast einem Jahr Pause, mit unserer Moselsteigwanderung fortfahren. Diesmal hatten wir ein Standorthotel in Schweich, das Mittlers, um die nächsten 3 Etappen zu bewältigen. Mit frischem negativen Corona-Test haben wir uns auf den Weg gemacht, mit dem Bus nach Trier und dann Etappe 5 nach Schweich. Auch hier verläuft der Steig größtenteils abseits der Mosel. Es geht durch Felder und Wiesen. Aber auch die ersten Ausblicke kommen jetzt.
wunderschön hier. Mega Aussicht. Wir sind ganz viele Treppen hochgestiegen. Sind auch ziemlich durchgeschwitzt jetzt, aber es hat sich gelohnt. Nach der Etappe bei bestem Wanderwetter lassen wir den Tag mit einem Glas Moselwein ausklingen. Ausgeruht und gestärkt wandern wir die Etappe 6 von Schweich nach Mehring. Mit Etappe 6 verändert der Moselsteig sein Gesicht und es ergeben sich mehr und mehr tolle Blicke auf die Mosel. Genießt die nächsten Bildsequenzen als erste wirkliche Highlights des Moselsteigs. Wieder traumhafte Ausblicke heute. Richtig, richtig schön der Weg.
Wir sind jetzt hier im Endspurt. Durch die Weinberge geht es runter nach Mering. Da werden wir mal gucken, ob wir noch einen Kaffee oder ein Eis kriegen. Und anschließend lassen wir uns vom Taxi abholen und wieder ins Hotel fahren. Mach's gut, ciao! Für Etappe 7 sind wir mit dem Taxi von unserem Hotel in Schweich wieder nach Mering gefahren, um dort die Wanderung nach Leiven zu starten. Bei Mering wechseln wir auf die andere Moselseite und es ging durch den Wald steil hinauf. War schon ein schönes Fleckchen hier. An diesem Tag war es sehr heiß. Der Turm war wegen Renovierungsarbeiten gesperrt. Etappe 7 war wirklich eine tolle Tour. Schade nur, dass in Leiven zu unserer nachmittäglichen Ankunftszeit keine Gastronomie verfügbar war. Die Etappen 5, 6 und 7 im Juni 21 hatten uns so gut getan, dass wir im Juli 21 gleich die Etappen 8 und 9 nachgeschoben haben. Wir hatten diesmal als Standorthotel das Hotel Moselsteig in Ossern-Manzel gewählt. Von dort sind wir dann an unseren Wanderstartpunkt in Leiven mit dem Taxi gefahren. Leider bin ich auf Etappe 8 krank geworden und konnte die Tour nicht richtig genießen und auch nicht richtig ausreichend dokumentieren.
Juli 21 hatte die Mosel Hochwasser. So konnten wir die Mosel auch mal von dieser Seite erleben. Wieder mit dem Taxi von unserem Hotel in Ossernmanzel zum Etappenstartpunkt in Neumagen-Dhron. Gleich steil bergauf zum Paraglider-Startpunkt. Heute geht es das erste Mal seit Beginn des Moselsteigs immer an der Mosel entlang. Eine wirklich tolle Etappe mit vielen Blicken. Wassertretanlage am römischen Sauerbrunnen war eine willkommene Abkühlung. Den Pandemieumständen geschuldet, konnten wir erst 10 Monate später, im Mai 2022, weitere 3 Etappen, die 10., 11. und 12., in Angriff nehmen. Basiscamp war Bernkastel-Kues in der Pension Rieslinghaus Bernkastel. Mit dem Taxi nach Ossernmanzel und dann ging es los mit der 10. Etappe. Bestem Wetter immer die Mosel entlang und herrliche Ausblicke genießen. Mit Erreichen der Burg Landshut hat man das weltberühmte Bernkastel-Kues im Blick. Es ist der erste Ort der Wanderung, der uns auch schon vor unserer Moseltour ein Begriff war. Die 10. Etappe ist nun in Bernkastel-Kues zu Ende, aber lasst uns noch ein paar Impressionen von Bernkastel-Kues ansehen, Bilder, die ich vorher so noch nie gezeigt habe.
diesen herrlichen Bildern geht es nun weiter auf dem Moselsteig, Etappe 11 von Bernkastel-Kues nach Ürzig. Eine Stunde Aufstieg, aber ein Hammerausblick. Wunderschön. Auch diese Etappe, herrlich, immer an der Mosel entlang. Bei Zeltingen-Rachting wechseln wir wieder auf die andere Moselseite. Mit dem Bus geht es nun wieder zurück in unser Basecamp nach Bernkastel-Kues. Ankunft in Ürzig bei Regen. Aber egal. Auf Etappe 12 nach Traben-Trabach erwartet uns ein weiteres Highlight des Moselsteigs, die Moselschleife bei Gröf. Anfangs geht es etwas abseits der Mosel durch den Wald, aber Gröf wartet schon auf uns. Wow, welch toller Blick!
Mont Royal, dem Berg, auf dem einst Ludwig XIV. Eine gigantische Festung erbauen ließ. Um diese zu erkunden, sollte man sich einen Extratag reservieren. Ja, und das waren sie auch schon, die Impressionen der Etappen 1 bis 12 des Moselsteigs. Ich hoffe, wir konnten sie euch kurzweilig präsentieren und würden uns freuen, wenn ihr uns auf dem Moselsteig hier bei YouTube weiter verfolgt. Eine schöne Zeit wünscht euch der Taunus Uhu.